Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder mit dabei bist. Im heutigen Video zeige ich dir, wie du diesen Kaftan nähst. Zum Zeitpunkt des Videos hatte ich leider noch keinen Namen für den Kaftan, deswegen heißt er jetzt einfach mal nur Kaftan. Der Kaftan ist relativ schnell genäht. Wir haben nicht so viele Schnittteile. Wir haben vorne und hinten in der Taille Gummizug, dass man auch mal abends noch eine Pizza essen kann. Und so schöne flatterige Ärmel, also perfekt für den Sommer jetzt noch geeignet. Deswegen dürfen wir jetzt nicht so viel Zeit verplempern, denn der Sommer ist nicht mehr so lang und ich würde sagen, wir legen los. Der Kaftan wird in einfacher Stofflage zugeschnitten, deswegen, also ich habe hier nichts übereinander gelegt, nur eine Stofflage, denn wir haben ein asymmetrisches Rockteil und deswegen schneiden wir das in einfacher Stofflage zu. So, ich würde einfach mal hier unten anfangen. Das sind die beiden Vorderteile. Wir haben jetzt natürlich immer nur ein Schnittteil. Da müsst ihr darauf achten, dass ihr dann das Schnittteil immer spiegelt, also einmal umdreht, wenn ihr es zuschneidet. Also wenn ich jetzt das Schnittteil, das Vorderteil so habe, nimmt es einmal, dreht es um und legt es dann nochmal hin. Deswegen würde ich jetzt auch genauso vorgehen. Ich lege mir jetzt die Teile schon mal so ungefähr hin, wie sie auch positioniert werden. Das Rückteil haben wir ja zum Beispiel nur einmal. Bitte beachtet diesen Fadenlauf nicht, der ist falsch. Der Fadenlauf ist hier an der Kante. Das messe ich mir jetzt auch nochmal aus. Einmal oben abmessen, 58,5 Uhr. Damit der auch gerade liegt. Daneben kommt dann noch das andere Rockteil, das mache ich dann später. Ich schneide jetzt erstmal das zu, was ich mir hier so hingelegt habe. Also das Vorderteil, das Rückteil, das linke Vorderteil oder das linke Rockteil. Und dann natürlich ganz wichtig auch die Knipse übertragen. Am Vorderteil habe ich hier unten jeweils einen Knips für eine breitere Nahtzugabe. Und das war's. Und hier an den Seiten zum Ärmel hin haben wir auch nochmal einen Doppelknips. Was auch immer hilft, um zu kontrollieren, ob ihr richtig zugeschnitten habt, ist, wenn ihr die Teile aufeinander legen könnt und ein rechtes und ein linkes Vorderteil habt. So, dann kommen jetzt hier noch zweimal Ärmel. Ich habe jetzt hier den Rückteilärmel, aber ihr könnt auch den Vorderteilärmel nehmen, das ist völlig egal. Einmal ausmessen, ausschneiden, Schnittteil umdrehen, nochmal zuschneiden. Wir haben hier am Ärmel hier oben einen Knips, dann hier an der Seite einen und unten auch nochmal zwei für die größere Nahtzugabe zu markieren und hier unten größenabhängig auch nochmal einen. Als nächstes schneide ich mir dann den rechten Rock zu. Auch einmal hinlegen, dann messt ihr hier am Fadenlauf nochmal bis zur Webkante hoch. Und dann ausschneiden und dann haben wir hier oben einen Knips, den wir übertragen müssen. Einen an der Seitennaht und noch zwei unten. Als nächstes schneiden wir dann das hintere Rockteil zu. Das haben wir jetzt hier nur zur Hälfte, es muss aber doppelt so groß sein. Wir haben hier in der Mitte einen Bruch, den wir aber jetzt faktisch eigentlich nicht haben, weil wir nur in einfacher Lage zuschneiden. Deswegen würde ich jetzt mir alles fixieren und zuschneiden rundherum, bis auf natürlich hier die Kante, das ist ja im Bruch. Dann würde ich mir hier am Bruch mit einem Markierstift eine Linie ziehen. Und dann nehmt ihr das Schnittteil und klappt es einmal auf die andere Seite um. Legt es wieder genau an die vorgezeichnete Linie und dann könnt ihr den anderen Teil ausschneiden. Ihr könnt aber natürlich auch, wenn ihr zu Hause Papier habt, könnt ihr auch einfach euch das Schnittteil noch ein zweites Mal abpausen und dran kleben, dann habt ihr das gesamte Schnittteil und könnt es in einfacher Lage zuschneiden. Oder ihr könnt natürlich auch ein großes Stück Stoff, was so groß ist, damit alles drauf passt, ausschneiden, zur Hälfte legen und dann einfach das Teil im Bruch zuschneiden.
denkt dran, die Knipse zu übertragen. Wir haben hier oben einen Knips, wir haben hier an der Seite einen Knips und wir haben hier unten Knipse für die Säume. Und dann habe ich hier oben noch ein Teil. Das ist genau der Part, wo nochmal 2 Ärmel drauf passen. Da habe ich jetzt noch den Vorderteilärmel, den lege ich jetzt auch nochmal auf. Wir bügeln uns jetzt auf die Vorderteile noch ein Formband auf. Wenn ihr kein Formband habt, ist auch kein Problem, dann seid einfach ein wenig vorsichtig. Denn hier, das ist ja unsere Ausschnittkante und die ist ja jetzt im schrägen Fadenlauf zugeschnitten. Und dann sind diese Ausschnittkanten etwas empfindlich und leiern gerne aus. Und das ist natürlich gerade am Ausschnitt nicht so schön. Deswegen nehmen wir uns hier so ein Formband und messen es in der Länge aus, wie auch der Ausschnitt ist. Und bügeln das dann auf den Ausschnitt. Ihr könnt es entweder einfach so platt aufbügeln oder wer sich da schon ein bisschen sicherer mit dem Bügeln ist, kann auch dieses Band ganz leicht dehnen und dann hält das den Ausschnitt noch ein bisschen mehr zusammen. Aber wirklich dann nur ganz klein wenig dehnen. Das Formband wird übrigens immer so aufgebügelt, dass die breitere Stelle des Formbands, also wir haben ja hier einen Stich drauf, dass die breitere Stelle zur Kante hin zeigt und der kürzere Teil des Formbands in das Teil zeigt. Und dann nähen wir direkt neben diesem Kettstich, der auf dem Band drauf ist. Hier würde ich auch, wie auch normalerweise bei der Einlage, ohne Dampf bügeln mit ein bisschen Druck. Wir starten mit den Schulternähten und dafür legen wir jetzt die beiden Vorderteile rechts auf das Rückteil. Achtet darauf, dass die Ausschnittkante nach innen liegt von den beiden Vorderteilen. Und dann können wir die beiden Schulternähte bei 1 cm schließen. Wer eine Overlock hat, kann das jetzt gerne mit der Overlock machen. Dann legen wir die Futterteile rechts auf die Vorder- und Rückteile und schließen dann einmal die komplette Ausschnittkante bei 1 cm mit der normalen Haushaltsnähmaschine. Ich habe jetzt also die Nahtzugaben einmal flach gesteppt auf der Innenseite und die Ausschnittkante ordentlich gebügelt. Und was wir jetzt noch machen, bevor wir weitermachen, einmal beide Seiten hier mit grobem Stich zusammen nähen, dass nichts verrutscht in den nächsten Schritten. Achtet darauf, dass ihr die Nähte genau aufeinander steckt und auch die Knipse, dass es alles an der richtigen Stelle ist. Nun nehmen wir 2 Ärmel und legen die rechts aufeinander und schließen dann die Schulternaht. Achtung, das ist nämlich diese Naht hier, sonst schaut nochmal auf den Schnitt, denn ich bin immer geneigt, eventuell die Naht zu nehmen, aber es ist diese Naht, die wir jetzt zusammennähen. Wir legen dann jeweils immer ein Vorderteilärmel auf ein Rückteilärmel. Die unterscheiden sich darin, dass hier auf dieser Kante jeweils ein Knips am Rückteilärmel ist und 2 Knipse am Vorderteilärmel. Also ihr müsstet immer eins haben, wo hier ein Knips und 2 Knipse sind. Und dann schließen wir hier die Schulternaht bei 1 cm. Das könnt ihr dann auch mit der Overlock machen. Dann klappt ihr eure Ärmel auf und legt sie dann rechts auf das Armloch. Dabei helfen dann jetzt wieder die Knipse. Wir haben einen Knips im Rückteil und 2 Knipse im Vorderteil. Und dann schließen wir einmal von hier unten einmal komplett bis zur anderen Seite den Ärmel. Das könnt ihr dann auch wieder mit der Overlock machen. Als nächstes nehmen wir dann das linke Vorderteil auf das rechte Vorderteil. Aber bevor wir die zusammennähen, versäubern wir einmal diese Kanten einzeln mit der Overlock. Wenn ihr die beiden Teile dann an dieser einen Seite versäubert habt, legt ihr sie rechts aufeinander und dann schließen wir die Naht bei 1 cm von hier oben bis zum Knips mit der normalen Haushaltsnähmaschine. So, wir haben den Schlitz jetzt genäht und dann bügeln wir jetzt die Nahtzugaben komplett auseinander, inklusive dem Part, den wir nicht zugenäht haben. Also auch hier 1 cm nach innen umbügeln und dann steppen wir den Schlitz bei 0,7 cm ab. Zum Absteppen des Schlitzes fangen wir dann jetzt am Saum an und nähen im Abstand von 0,7 cm. Wir nähen dann jetzt bis zum Ende des Schlitzes. Einmal Nadel in den Stoff, Füßchen hoch. Das
komplette Teil um 90 Grad nach rechts drehen, so dass jetzt der komplette Schlitz nach rechts schaut. Legt euch jetzt beide Seiten des Schlitzes glatt nebeneinander, so dass ihr dann jetzt im 90-Grad-Winkel über den Schlitz drüber steppen könnt. Ich zähle mir jetzt meistens die Stiche, die ich brauche, bis ich in der Mitte an der Naht angelangt bin. 1, 2, 3 und dann nach hinten raus mache ich dann auch wieder 3 Stiche. 3. Und dann drehe ich den Schlitz wieder um 90 Grad, dass ich dann wieder runternähen kann. Und dann nähen wir runter bis zum Saum. Wir können nun das vordere Rockteil an die Vorderteile nähen. Dafür legen wir uns dann die Teile rechts auf den Rock. Wir haben hier jeweils Knipse. Denkt dran, dass die Vorderteile über Kreuz auf den Rock kommen. Also der Knips, der in der Mitte ist, der trifft sowohl die beiden Vorderteile aufeinander als auch das Rockteil. Deswegen würde ich mir hier auf jeden Fall alles mal aufeinander stecken. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen wild aus, aber wir haben jetzt hier das komplette Vorderteil übereinander gelegt. Also das komplette Vorderteil liegt doppelt und dann haben wir hier den Ärmel und hier auch nochmal. Und das nähen wir dann jetzt bei 1,5 cm mit der Nähmaschine zusammen. So, ich habe jetzt die Kante versäubert und dann die Teile bei 1,5 cm zusammen festgenäht. Jetzt klappen wir das Oberteil nach oben und bügeln die Nahtzugaben komplett nach oben. Und das gleiche machen wir jetzt mit dem Rückteil ebenfalls. Das heißt, wir legen das Rockteil, das rückwärtige Rockteil auf das Oberteil, stecken uns die Teile aufeinander. Dann versäubern wir wieder als erstes die Kanten. Wenn ihr keine Overlock habt, habt ihr die offenen Schnittkanten ja bereits versäubert, dann könnt ihr gleich weitermachen und mit 1,5 cm die Teile zusammennähen. Auch da bügeln wir dann die Nahtzugaben wieder nach oben. Ich hoffe, man erkennt das jetzt einigermaßen. Ich habe jetzt hier die Teilungsnähte geschlossen bei 1,5 cm und die Nahtzugaben in das Vorderteil gebügelt, genauso hinten. Einmal bei 1,5 cm geschlossen und alles nach oben gebügelt. Und jetzt werden wir noch absteppen. Dafür nehme ich mir jetzt nochmal mein Schnittmuster, um die genaue Position zu bestimmen. Hier unten haben wir nochmal Knipse, die übertrage ich jetzt nochmal auf die Schnittteile, damit ich weiß, wo ich nähen muss. Und dann steppen wir die Nahtzugabe von Knips bis Knips bei 1,3 cm fest. Als nächstes ziehen wir dann jetzt das Gummiband hier in diesen vorher genähten Tunnel ein. Dafür messe ich mir jetzt die Strecke. Das sind bei mir 57. Und für die Länge des Gummibands würde ich jetzt einfach die Hälfte nehmen. Also von 57 sind es dann ungefähr 27, 28. Muss jetzt auch nicht ganz genau sein. Und das schneide ich mir entsprechend ab und fädel das dann durch den Tunnel. Das machen wir sowohl vorne als auch hinten. Die beiden Teile sind gleich groß. Ihr könnt also die gleiche Länge nehmen. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ist gar kein Problem. Wir werden das jetzt nur an einer Seite festnähen und an der anderen Seite erstmal stecken. Und dann könnt ihr schauen, ob euch das so gefällt oder ob ihr es noch ein bisschen enger haben möchtet. Zum Einfädeln nehme ich mir jetzt hier eine Sicherheitsnadel, mache die am Ende vom Gummi fest. Und ich bin jetzt hier auf der Rückseite von der Teilungsnaht. Hier habe ich meine Naht begonnen. Da fädel ich das jetzt rein. Also ich ziehe das jetzt erstmal ein Stück ein. Mein Gummiband ist jetzt fast in Höhe der Markierung. Ich steppe mir den jetzt fest, dass er nicht rutschen kann, und dann fädel ich den Rest vom Gummiband weiter durch den Tunnel. Bin jetzt hier am Ende angekommen. Ich würde jetzt einmal die Sicherheitsnadel nehmen und das Gummi am Teil feststecken, dass wir damit jetzt gleich eine Anprobe machen können, denn hier ist es jetzt schön gerafft. Das machen wir dann auf der anderen Seite auch noch und dann können wir es mal kurz anziehen und schauen, ob das dann von der Raffung so passt.
Bevor wir den Kaftan jetzt anprobieren, machen wir erstmal Folgendes. Wir schließen jetzt noch die Seitennaht. Es gibt jetzt zwei Varianten, wie ihr die Seitennähte schließen könnt. Entweder ihr macht das einmal komplett in einem Rutsch mit der Overlock oder mit der Nähmaschine bei 1 cm schließen. Oder wenn ihr zum Beispiel noch Taschen an eurem Kleid haben wollt, zum Beispiel Nahttaschen von meinem Taschen-Add-on, das werde ich später wahrscheinlich auch noch machen, habe ich jetzt aber keine Zeit und Lust zu, dann solltet ihr die Lagen einzeln versäubern und dann mit der Nähmaschine bei 1 cm schließen. Wie gesagt, wenn ihr hier noch Taschen rein haben wollt, könnt ihr das dann in dem Moment tun. Dafür braucht ihr aber zwei separate versäuberte Seitenteile. Genau, das machen wir dann jetzt und danach können wir es kurz anprobieren und schauen, ob die Gummis so passen. So, jetzt sind wir fast fertig. Es fehlen nur noch die Säume, aber das Gummiband ist ja auch noch nicht angenäht. Deswegen würde ich sagen, schlüpft jetzt mal rein und schaut, ob euch die Weite so gefällt. Und wenn es nicht gefällt, noch vielleicht ein bisschen enger machen und dann könnt ihr das Gummiband auch annähen. Und dann haben wir nur noch die Säume am Ärmel und am Saum. Und dann sind wir fertig. Last but not least haben wir ja noch die Säume, die genäht werden müssen. Das ist ja immer so ein bisschen so die Nervaufgabe, aber muss ja gemacht werden. Deswegen bügeln wir jetzt die Säume zweimal 1 cm um und steppen bei 0,7 cm ab. Das machen wir sowohl unten als auch an den Ärmel und dann sind wir fertig. So, der Kaftan ist fertig. Ich habe mich mal reingeschmissen. Ich finde ihn mega, mega cool und der ist relativ schnell genäht, würde ich sagen, und auch für Nähanfänger machbar. Falls du jetzt noch Fragen oder Anregungen hast, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir schreibst an christina@bara-studio.com. Und sonst freue ich mich natürlich auch, wenn du mir bei Instagram folgst. Dort findest du mich unter bara_studio und hier unbedingt abonnieren und ein Like dalassen.